Das Gebirgsjägerregiment geht nach Überwindung schwacher Grenzsicherungen im Morgengrauen in geöffneter Ordnung vor und erreicht ohne weiteren Kampf das erste Angriffsziel. Lockere Formen, um unnötige Verluste zu vermeiden. Ein Panzergraben wird überwunden. Der Regimentskommandeur gibt an den Adjutanten den Befehl für das weitere Vorgehen des Regiments und die Ziele für die Aufklärung. Durch Funk gelangt der Befehl zu den Bataillonen. Befehl für die Aufklärung durch den Bataillonskommandeur. Der kampfkräftige Spähtrupp hat den Auftrag festzustellen, ob die Ortschaft Scheinsee vor der Front des Regiments feindbesetzt ist. Einzelne feindliche Scharfschützen haben das Feuer eröffnet. Eine eingesehene Blöße wird im Sprung überwunden. Schanzarbeit beim Feind ist erkannt. Die zum Feuerschutz aufgebauten Waffen eröffnen das Feuer. Der Feind räumt die Stellung. Am jenseitigen Ortsrand werden Zivilisten verhört. Nach ihrer Aussage ist der Feind mit schwachen Kräften im Zurückgehen. Die Ortschaft Galosinci aber stark besetzt. Auch Artillerie wurde erkannt. Der Auftrag des Spättrupps ist erfüllt. Der Spättruppführer meldet das Aufklärungsergebnis. Durch Funk wird es sofort an das Regiment weitergegeben. Aussprache der Bataillonskommandeure über die Aufklärungsergebnisse und den weiteren Angriff. Der Regimentsbefehl für das weitere Vorgehen und die Bereitstellung zum Angriff gegen Galosinci kommt zu den Bataillonen. Der Bataillonsbefehl. Teile der Artillerie und der schweren Waffen überwachen das weitere Vorgehen. Unter geschickter Geländeausnutzung nähern sich die Bataillone dem Bereitstellungsraum. Schmale, tiefe Formen. Ausnutzen jeder Deckung. Sichert vor allem in panzergefährdeten Abschnitten gegen feindliche Panzer und Panzerspähwagen. Der Bereitstellungsraum ist erreicht. Eingraben. Auch verlassene russische Stellungen dienen als Deckung. Die Bereitstellung wird durch schwere Waffen gesichert. Schwere Infanteriegeschütze und Artillerie gehen in Stellung und schießen sich ein. Meisterhaft in den Getreidefeldern getarnte feindliche vorgeschobene Stellungen sind das Ziel der schweren Infanteriegeschütze. Das Wirkungsfeuer gegen Galosinci hat begonnen. Feuer! Gebirgsartillerie. Der Feind antwortet mit schweren Kalibern. Seine Schüsse liegen zu kurz.
Batterie, die das Einrücken in die Bereitstellung überwacht hat, ist nachgezogen und geht in Stellung. Leichte Feldhaubitzen. Schwere Feldhaubitzen. Der General gibt dem Artilleriekommandeur Anweisungen für den weiteren Einsatz der Artillerie. Die Wirkung des Artilleriefeuers. Seite. Der Angriff beginnt. Dichtes, sumpfiges Unterholz bringt hier eine gefährliche Massierung. Alle Führer müssen energisch eingreifen. Vorgehen in breiten, tief gestaffelten Formen. Ein zweiter Panzergraben wird überwunden. Russische schwere Panzer greifen aus der Flanke an. Panzeralarm! Durch sämtliche Nachrichtenmittel ist er sofort weiterzugeben. Die bereitgestellten Panzerabwehreinheiten werden schwerpunktartig an der bedrohten Flanke eingesetzt. Unter zusammengefassten Feuer von Artillerie und Pack bleiben 3 schwere Panzer liegen. Die Besatzung kämpft weiter. 5 Zentimeter Pack schießt auf den Turmansatz. Die Bedienung kennt genau die verwundbaren Stellen des T-34. Treffer! Erledigt. Zielwechsel. Abpraller. Möglichst senkrechten Auftreffwinkel anstreben. Von der Seite oder vom Rücken ist der Feindpanzer am verwundbarsten. Ein schneidiger Feldwebel hat eine geballte Ladung ins Rohr geschoben und springt in Deckung.
Die verwundete Besatzung ergibt sich. Die Panzer brennen aus. Die Bataillone treten erneut an. Draht wird nachgebaut. Artillerie verhindert durch Nebel flankierendes Feuer des Feindes aus dem Wald. Die Bereitstellung der Sturmgeschütze liegt in unmittelbarer Nähe des Reservebataillons. Der Einsatzbefehl. Unterstützt von Jägern und Pionieren sollen sie eine erkannte feindliche Bunkerstellung von der Flanke angreifen und durchstoßen. Russisches Sperrfeuer ist zu durchfahren. Die Jäger und Pioniere sind abgesessen und durchspringen in Feuerpausen die Sperrfeuerzone. Nicht an den Sturmgeschützen kleben, denn diese ziehen das Feuer auf sich. Ihr Schutz gegen feindliche Nahangriffe muss aber stets gewährleistet sein. Die begleitenden Stoßtrupps säubern das Gelände. Erste Feuereröffnung gegen die Bunker. Unter gegenseitigem Feuerschutz rollen die Sturmgeschütze gegen die Befestigungen an. Munition wird nachgebracht. Volltreffer! Während das Feuer der Sturmgeschütze die Scharten eines schweren Bunkers niederhält, arbeiten sich Jäger und Pioniere mit geballten Ladungen und Flammenwerfern an die Feindstellung heran. Der Einbruch ist geglückt. Der Widerstand ist gebrochen. B-Stelle eines leichten Infanteriegeschützzuges. Befehlsausgabe an die schweren Waffen für die Unterstützung des weiteren Angriffs und die Feuerzusammenfassung auf die Einbruchstelle.
starker Platzregen erleichtert die Annäherung des rechten vorderen Bataillons an einen weit vorspringenden Ortsteil. In schwerstem feindlichen Artilleriefeuer arbeitet sich ein Jägerbataillon frontal an die Ortschaft heran. Werden gegen die feindliche Artillerie und erkannte Panzerbereitstellungen eingesetzt. Wird nachgezogen und geht in Stellung, um den Angriff gegen den Ortsrand mit Sprenggranaten zu unterstützen. Russische Bomber greifen die Batteriestellungen an. Die aufgestellten Flieger-MG eröffnen auf einem tief liegenden Zerstörer auf günstige Schussentfernung das Feuer. Brennend stürzt er ab. Ein Mann der Besatzung. An einer Straße vorfühlende russische Panzerspähwagen werden in Brand geschossen. Die Wirkung der Artillerievorbereitung. Den Einbruch in die Bunkerstellung ausnutzend, stößt das eingesetzte Reservebataillon von links her, von Teilen der Sturmgeschützbatterie unterstützt, gegen den Ort vor. Der Schutz der Sturmgeschütze gegen Baumschützen und Nahbekämpfer durch die Jäger ist in dem dichten Busch- und Waldgelände unbedingt erforderlich. Da der Russe meistens mit starken Kräften an Straßen verteidigt, stößt das Bataillon mit Schwerpunkt seitwärts durch die Obstgärten vor. Gegen feindliche Baumschützen bewährt sich das leichte MG. Es kann dazu auf die Schulter eines Schützen aufgelegt werden. Einzelvorarbeiten unter dem Feuerschutz leichter und schwerer Waffen. Der Bataillonskommandeur weist die Kompanie in vorderster Linie ein. Hier sind wir. Leuchtzeichen sind im Ortskampf besonders wichtig. Jäger und Sturmgeschütze dringen weiter in die Ortschaft ein. Flachfeuerwaffen werden entlang von Straßen an Lichtungen und freien Plätzen und in der Bewegung feuernd eingesetzt. Gegen gut eingebaute Nester, gegen die im Ortskampf für Flachfeuerwaffen kein Schussfeld vorhanden ist, setzt der Kompanieführer die ihm unterstellten Steilfeuerwaffen ein. Granatwerfer unterstützt auf nächste Entfernung feuernd das Vorarbeiten. Immer auf feindliche Gegenstöße gefasst sein. Der russische Gegenstoß bricht in dem zusammengefassten Feuer zusammen. Ein leichtes Infanteriegeschütz der vordersten Kompanie unterstellt,
vernichtet in direktem Schuss ein feindliches Widerstandsnest. Verwundete werden im Feuer geborgen. Der Zugführer ist gefallen. Zahlreiche Waffen feuern auf die Einbruchstelle. Unter ihrem Schutz dringen die Jäger in die Ortschaft ein. Schwere MG und Granatwerfer sind dicht an die vordersten Gruppen herangehalten. Mit Handgranaten wird ein Ortsteil gesäubert. Der Russe lässt häufig die Angriffsspitzen vorbeistoßen, um dann überraschend aus Häusern und Gärten heraus das Feuer zu eröffnen. Das ist der deutsche Soldat. Beiderseits der Straße, die Sturmgeschütze in der Flanke sichernd, stößt eine Kompanie zum jenseitigen Ortsrand durch. Häuser und Gärten werden vom Feind gesäubert. Die Ortschaft ist genommen. Die Bataillone ordnen sich. Fliegertücher kennzeichnen die vordere Linie. Sicherung der Ortschaft und weitere Aufklärung wird befohlen. Der Kommandeur überzeugt sich persönlich von der Ausführung seines Befehls. Die Division stößt mit kampfkräftigen, motorisierten Teilen unverzüglich dem weichenden Feind nach. Die Kompanien gehen zur Ruhe über.
Der Divisionskommandeur spricht persönlich seiner Division die Anerkennung für den Erfolg des Tages aus.